Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Wenn man einen Bausatz auspackt, dann kann man schon auf den ersten Blick gewisse Sachen entdecken, wie zum Beispiel Fischhaut, Auswurfmarken und Gräte. Was mit diesen Begriffen auf sich hat, das schauen wir uns heute genauer an. Also, bis gleich! In den ersten beiden Teilen der Modellbauschule, da haben wir uns bisher die Verpackung und das benötigte Werkzeug angesehen. Heute öffnen wir den Karton und begutachten die Teile, denn auch da stolpert man immer wieder über gewisse Dinge, die man gerne früher gewusst hätte. Als Bausatz habe ich mich für diese VW-Pritsche von Hasegawa entschieden. Ganz einfach aus dem Grund, da sie sehr simpel aufgebaut ist, mir aber trotzdem die Gelegenheit bietet, euch einige Tipps und Tricks fürs Hobby mitzugeben. Diese lassen sich dann natürlich auch auf andere Fahrzeuge, Flugzeuge oder andere Modelle anwenden. So, dann öffnen wir mal das gute Stück und auf den ersten Blick, ja, da schaut eigentlich alles ganz gut aus, bis ich den ersten Plastiksack in die Hand nehme, denn hier ist schon mal ein kleiner Fehler zu erkennen. Es sind mehrere Gussäste in einem Sack verpackt. Das ist zwar ökologisch sinnvoll, aber die Gefahr, dass sich da die Teile verhaken und beim Auspacken brechen, ist extrem hoch. Daher nicht einfach aufreißen, sondern vorsichtig öffnen und die Gussäste schön der Reihe nach herausnehmen. So, jetzt ist alles ausgepackt und man kann sich die Teile genauer anschauen, bzw. auf die Vollständigkeit prüfen. Bei den meisten Herstellern ist in der Bauanleitung eine Gussastübersicht vorhanden und anhand von dieser kann man schauen, ob alles da ist. Fehlt was, dann kann man sich an den Händler oder den Kundenservice des Herstellers wenden. Letzteres macht aber nur bei Revell wirklich Sinn. Eine Sache, die sofort auffällt, ist, dass die Gussäste immer einen Buchstaben haben. Wir haben da zum Beispiel das F, da haben wir das B, da haben wir zweimal das W und so weiter. Dieser Buchstabe ist auch in der Bauanleitung vermerkt und hilft euch, die richtigen Teile zu finden. Auf das Thema Bauanleitung, da gehen wir aber erst im nächsten Teil genauer ein. Heute, da wollen wir uns mal die Qualität der Teile anschauen. Denn so weiß man schon vorab, wie viel Arbeit einen erwartet, ohne dass man überhaupt einmal ein Werkzeug angegriffen hat. Zu Beginn habe ich ja ein paar Begriffe in die Runde geschmissen. Einer davon, nämlich die Auswurfmarken, der begegnet euch bei jedem Spritzgussbausatz. Wie das einer ist. Ne? Man muss sich vorstellen, diese Teile, die werden ja in Pressformen hergestellt und wenn die fertig gepresst sind, dann werden die ausgeworfen, ne? Drum der Name, und dann entstehen solche kleinen runden Abdrücke, die sogenannten Auswurfmarken. Man sieht die bei dem Modell da ganz gut am Unterboden. Ja. Bei älteren Bausätzen, da sitzen die sehr oft an gut sichtbaren Stellen und fallen später extrem böse auf. Daher müssen sie entfernt werden. Wie man da genau vorgeht, das kommt aber alles noch zu einem späteren Zeitpunkt. Ein weiteres Merkmal solcher Spritzgussbausätze sind Gräten oder Formnähte. Auch die sind produktionsbedingt und nerven manchmal auch gewaltig. Bei dem Bausatz habe ich das nur da an den angedeuteten Bremsscheiben. Ich hoffe, man sieht es, sonst blende ich euch nachher als Foto noch davon ein. Die sind auch ja, ganz einfach zu beseitigen, aber wie man da genau vorgeht, auch das schauen wir uns in einer anderen Folge genauer an. Ja, und dann gibt es noch die Fischhaut. Die entsteht nämlich, wenn diese Formen, wo ich ja vorhin gesagt habe, wieder gepresst, nicht mehr sonderlich frisch sind und das Kunststoffmaterial ja, daneben ausläuft. Jetzt halte ich das da mal schnell über das weiße Teil und dann sieht man da ganz gut, da steht was weg, ne? Und das ist sowas. Das sind dann so ganz dünne Plastikflächen, die da an den Teilen sitzen. Ne? Bei dem Bausatz, ne, da kommt es zum Glück praktisch nicht vor, wirklich nur an dieser kleinen Stelle habe ich das gefunden. Auch da ist die Beseitigung ganz, ganz einfach und das schauen wir uns dann alles an, wenn es soweit ist. Ja, und neben diesen ganzen Dingen, da kann es auch noch Sinkstellen geben. Ja, ich übertreibe halt schon wieder, aber ja, es ist ja so. Die kommt meist bei dickeren Teilen vor.
Denn bei dem Material, da kann es passieren, wenn das auskühlt, ne, weil die werden ja warm gepresst, logischerweise, dann ist der Kunststoff flüssig, beim Austrocknen, beim Erkälten, dass das Material nachgibt und dann gibt es so eine kleine Einbuchtung, also eine Vertiefung. Und das muss man natürlich dann, die muss man dann beseitigen. Da haben wir das dann nur beim Lenkgestänge, also da kommt das Lenkrad drauf, das ist die Lenkstange da, und da ist da so ein kleines Loch, so eine kleine Vertiefung. Auch da, wenn man das nicht gut sieht im Video, blende ich euch dann noch als Foto davon ein. Aber auch da ist es ganz einfach, das zu beseitigen, und das schauen wir uns auch im späteren Verlauf dieser Videoreihe an. So, jetzt kennst du zumindest die häufigsten Schwachpunkte bei Plastikmodellbausätzen, die man schon auf den ersten Blick erkennen kann. Aber keine Angst, die meisten sind ganz einfach zu beheben. In der nächsten Folge, da schauen wir uns die Bauanleitung genauer an, denn auch die ist für Anfänger wie auch für Profis ein wichtiger Bestandteil beim Bau eines Modells. Bis dahin, da wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.